Es geht um die Geschichte dieses Autos, der geistige Vater des Samba-Bus-Projekts. Und wir gehen ja gleich auf diese kleine Tour mit dem Auto und wir werden Publikum haben. Hier haben wir schon das nächste Abenteuer und wir machen noch viel, viel mehr. Da musste ich früher auf dem Sitz machen. So, so Kinder, Auto gucken können wir später. Ne? So, los, los, für mich ist auch 6. Stunde. Oh, Brille auf, sonst klappt es nicht. Älter werden ist nichts für Feiglinge, sagte Joachim Fuchsberger. Das stimmt auch. Der typische amerikanische Massenmörder, so stellen es US-Psychologen Ende der 80er Jahre fest, ist weiß, männlich, erstes von 4 Kindern, hat einen leicht überdurchschnittlichen IQ und fährt einen roten Käfer älteren Baujahres. Als ich, weiß, männlich, erstes von 4 Geschwistern, mittelmäßiger Abiturient und Fahrer eines alten roten Käfers, diese Expertise im Spiegel lese, bin ich nicht beunruhigt, reicht meine Intelligenz doch aus, um mir auszurechnen, dass diese Merkmale angesichts von 23 Millionen gebauter Käfer auf Abertausende von Menschen zutreffen muss, die unmöglich alle dem Massenmördertum frönen können. Der halbe Planet wäre ja entvölkert. Wenn sich überhaupt irgendetwas aus dieser Persönlichkeitsanalyse sicher herauslesen lässt, dann, dass der typische Massenmörder ein ziemlich durchschnittlicher Zeitgenosse ist, was allerdings spätestens seit Hannah Arendt auch keinen großen Neuigkeitswert mehr hat. Noch profaner ist höchstens die Aussage, dass der durchschnittliche VW-Fahrer in der Regel nicht zu ausgeprägten Individualismus neigt, heute nicht und in den 50er Jahren schon überhaupt nicht, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, wovon hier im Folgenden die Rede sein soll. Das Personenwagenangebot des Volkswagen-Werkes hält sich gut 2 Jahrzehnte lang genau 3 Modelle zur Auswahl bereit. Erstens den schmucklosen Basiskäfer Standard, das deutlich hübschere Exportmodell mit dezentem Chromzierrad, elfenbeinfarbenem Lenkrad, einem Synchrongetriebe, einer hydraulischen Bremse und einer heimeligen Innenausstattung, die an Omas Wohnzimmer mit dem alten Röhrenradio gemahnt, und das totschicke Käfer Cabriolet. Viel größer ist die Auswahl für den geneigten VW-Kunden nicht. Verschiedene Motorisierungen, Sitzheizung oder sonst irgendwelche aufpreispflichtigen Extras. Ivo, nicht bei VW. So einen Schnickschnack braucht kein Mensch. Die einzige bestellbare Extravaganz ist ein großes Fallschiebedach, das ein kleines Vermögen von 250 Mark kostet, aber trotzdem gerne genommen wird. Natürlich nur von den Kunden des Exportmodells. Das Cabrio ist ja ohnehin oben offen und das Standardmodell ist für Leute, die jede Mark zweimal umdrehen müssen. Der Preisunterschied zwischen Standard und Exportkäfer beträgt immerhin 810 Mark
Und von dieser Ersparnis haut der klamme Standardkunde nicht gleich wieder einen beträchtlichen Teil für den opulenten Luxus eines Schiebedachs auf den Kopf. Ich habe Ihnen das mal ausgedruckt. Hier ist eine Preisliste von 1959 und da können Sie das tatsächlich nachlesen. Hier ist auch der Werbetext zum Standardkäfer. Ich gebe das mal hier in die Klasse und will das mal vergleichen. Noch lauter. Ja, müssen Sie näher rankommen. Ich kann ja hier nicht schreien. Rein theoretisch kann man den Standard mit Schiebedach bestellen, obgleich das aus genannten kalkulatorischen Gründen so gut wie niemand macht. Der Standardkäfer ist ein schmuckloser Geselle. Es gibt ihn ausschließlich in Jupitergrau, einer tristen Farbe, die ohne regelmäßige Pflege schnell nach Tarnanstrich aussieht. Der vollkommen fehlende Chrom tut sein Übriges. Auch innen ist Tristesse tonangebend. Ein frugales, schwarzes Dreispeichenlenkrad, wie es auch Traktoren in den 50ern eigen ist, viel nacktes Blech, wo im Exportmodell schmucke Stoffverkleidungen Salonatmosphäre verbreiten. Um die Sitze zu verstellen, muss man anhalten, aussteigen, große Flügelmuttern am Bodenblech lösen, den Sitz nach vorne ruckeln und die ganze Sache wieder festschrauben. Das Fahren selber ist auch nichts für Zartbeseitete. Die mechanischen Seilzugbremsen erfordern ein sehr beherztes Treten des Bremspedales und das unsynchronisierte Getriebe will mit exakt dosiertem Zwischengas geschaltet werden. VW spricht im 59er Prospekt fast schon ironisch vom Automobil für den sportlichen Fahrer, der das Schalten nicht scheut. Sie können es lesen. Für Freunde des munteren Genderns sei angemerkt, dass VW die Einführung des Vollsynchrongetriebes ein Jahr später als, so wörtlich, Kompliment an die Dame des Hauses feiert. In Wahrheit geht es hier natürlich nicht um höfliche Aufmerksamkeit gegenüber der Damenwelt, sondern um die knallharte betriebswirtschaftliche Tatsache, dass die weibliche Kundschaft den Standard wegen der nervigen Zwischengasschalterei rundweg ablehnt. Aber auch bei den Herren steht der Standardkäfer nicht sehr hoch im Kurs. Er ist Mittel zum Zweck und meist zum gnadenlosen Verbrauch bestimmt. Nur wenige haben den kleinen, hässlichen Standard lieb und wenn, dann wird er trickreich aufgehübscht. Das geht recht einfach. Es reichen 2, 3 Besuche beim freundlichen Autoverwerter, wo man für kleines Geld den dort versterbenden Exportkäfern ihre schmucken Chromteile berauben kann und sie im Handumdrehen an den eigenen Standard zu schrauben. Dank des VW-Baukastensystems passt hier alles ganz wunderbar zusammen. Und so sind viele Standardkäfer nach wenigen Jahren schon gar nicht mehr als solche erkennbar, da überall munteres Chromlametta prangt, das wie Balsam auf der Seele des wenig begüterten VW-Fahrers wirkt, der sich so im Nachhinein doch noch einen Exportkäfer leistet. Jedenfalls fast. Wir spulen die Zeitmaschine ein paar Dekaden weiter ins Jahr 2000. Es gibt nicht nur keine Maikäfer mehr, es gibt auch augenscheinlich keine Standardkäfer mehr. Exportkäfer haben recht viele überlebt, Käfer-Cabriolets sowieso, aber der Standard ist aus dem Straßenbild völlig verschwunden. Aber selbst wenn es ihn noch gäbe, wer wollte ihn im heutigen Verkehr mit einer Seilzugbremse fahren? Selbst in der DDR war die seit Jahren wegen akuter Verkehrsgefährdung verboten. Wer wollte heute noch mit Zwischengas fahren? Wer könnte es überhaupt? Wer Ende des Jahrhunderts noch Käfer fährt, tut dies selten aus Not, sondern vielmehr aus Lust an der individuellen automobilen Abgrenzung. Als schrille Neonfarben und monströse Plastikspoiler in Mode sind, da zelebriert der meist recht junge Käferfahrer seine ganz persönliche Gegenbewegung durch Glorifizierung der 50er Jahre, die er selber natürlich nur aus Heinz-Erhardt-Filmen kennt. Also muss wieder Chrom ans Auto, je mehr, desto besser. Sollen die Manta-Fahrer sich ruhig das Maul zerreißen, die wirklich coolen Mädchen steigen beim Käferfahrer ein und erliegen dem morbid-plüschigen Charme des knisternden Röhrenradios im stilvoll lackierten Armaturenbrett. Alles besser als Dieter Bohlen, der zu dieser Zeit mit seiner Schreckenskapelle Modern Talking aus jeder zweiten Kenwood-Anlage röhrt.
in den mausgrauen Standard mit seinem jaulenden Getriebe, aber wären höchstens rollkragenbewehrte Existenzialisten-Girls eingestiegen und hätten den ganzen Innenraum mit ihren Filterlosen zugequarzt. Und wer wollte schon nächtelang darüber diskutieren, ob nun Sartre oder Camus recht hatte? Ein freudloses Unterfangen, zumal man sich da selten einig wurde. Den und stößlichen Fakt, dass Camus moralisch deutlich integrer war, hätte ohnehin kaum ein Mädchen zugestimmt. Traurige Aussichten für den Standardfahrer also wieder mal. Der Standard wäre also auch an meiner automobilen Karriere klar vorbeigezogen, wenn ich nicht im Sommer 2000 über eine Anzeige gestolpert wäre, die mich sofort elektrisierte. Für eine ganz schmale Mark war da ein Käfer mit Fallschiebedach angeboten, zumal ein sehr frühes Baujahr. Ein Käfer mit einer kleinen ovalen Scheibe musste es sein. Zwar drohte die Anzeige mit einem sehr verrosteten Zustand, aber hey, ein Faltdachkäfer mit ovaler Scheibe für so wenig Geld, den musste ich haben, und zwar sofort. Schnell war ein Termin vereinbart und auf ging es nach Windeck. Der freundliche junge Verkäufer öffnete ein Garagentor und was für eine Enttäuschung, er hatte sich im Baujahr vertan. Keine ovale Scheibe, der Käfer war viel jünger. Ein schnöder 59er mit großer Heckscheibe, davon hatte ich doch schon 3. Ja, aber er hatte ein Faltdach, aber Mann, oh Mann, war der verrostet. Die unteren 15 Zentimeter waren quasi nicht mehr existent, ein völlig marodes Ding, nur noch zum Ausschlachten zu gebrauchen. Klar, er war billig, und in Teilen würde er ein paar 100 Mark Gewinn bringen, aber trotzdem war ich bitter enttäuscht. Ich lud den Käfer auf den Hänger und fuhr frustriert heim. Am nächsten Tag, als ich die Enttäuschung gelegt hatte, versuchte ich den Motor zu starten. Wenn der noch liefe, hätte ich den fix verkaufen können. Ich hatte sogar schon einen Interessenten für das Aggregat. Der Motor sprang auch problemlos an, lief schön rund und nahm ordentlich Gas an. Mal sehen, was das Getriebe sagte. Gang rein und schon ging es eine Runde über den Hof. Die Hand immer an der Handbremse, denn der Käfer hatte ja über 12 Jahre in der Garage gestanden. Das überlebt die Bremse nie. Die rostet sich bombenfest nach ein paar Jahren Stillstand. Aber Moment mal, die Bremse funktioniert ja einwandfrei. Und da wurde es mir erst bewusst, das war ja eine Seilzugbremse. Die kann überhaupt nicht festrosten. Ich hatte es in meiner Enttäuschung gar nicht wahrgenommen. Das hier war ein Standardkäfer. Klar, das schwarze Lenkrad, der fehlende Chrom, die Seilzugbremse, ein echter Standard. Und noch dazu mit Faltdach, eine Kombination, die es nur in der Theorie des Volkswagen-Werkes gab. Irre. Wer bestellt sich denn so ein Auto? Ich brauche keine hydraulische Bremse, ich brauche kein Synchrongetriebe, ich brauche keinen Chrom, ich brauche keine Farbe, ich brauche keinen Plüsch, ich brauche ein großes Sonnendach. Seltsamer Typ. Wer war das? Der Erstbesitzer, so stand es im Kraftfahrzeugbrief, hieß Ernst Seidel, wohnhaft in Windeck-Schladern, Beruf Drogist. Ein Drogist. Der hätte sich gewiss auch einen Exportkäfer leisten können. Wollte aber wohl nicht. Der hätte sich bestimmt auch ein Autoradio leisten können. Mindestens irgendwann mal ein gebrauchtes. Aber der Radioschacht war immer noch jungfräulich verschlossen. Der hätte den Käfer auch, wie die meisten anderen Standardfahrer, eigentlich wie alle Standardfahrer, sukzessive durch gebrauchte Chromteile zum Exportkäfer upgraden können. Hat er aber nicht gemacht. Jedes standardspezifische Teil war an seinem Platz. Nichts war ausgetauscht. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Die wenigen Standardkäfer, die mir bislang begegnet waren, waren bis zur Unkenntlichkeit verbastelte Billigautos. Der hier war zwar total verrostet, aber ansonsten bestechend original. Ernst Seidel hatte den Wagen wohl gut gepflegt. Im Heck werkelte immer noch der erste Motor, der mit seiner Nummer im Kraftfahrzeugbrief eingetragen war. Der Innenraum war, ganz im Gegensatz zur verrosteten Karosserie, in tadellosem Zustand. Ein Blumenväschen aus filigranem Porzellan hing am Armaturenbrett, eine Christophorus-Plakette fungierte als Airbag-Ersatz. Nur die Schonbezüge hatten etwas gelitten. Das Dach ließ sich spielend leicht öffnen, das Getriebe einwandfrei schalten und der Kofferraum war blitzblank. Der Ernst hatte seinen schmucklosen, billigen Standard lieb. Nicht, weil er musste, sondern weil er es offensichtlich wollte. Wie seltsam.
Der Wagen machte mich neugierig. Wie würde der sich wohl fahren? War so eine Seilzugbremse nicht wirklich gefährlich? Ach was, ich war noch jung und ein Abenteuer lockte. An einem herrlichen Sommertag besorgte ich mir ein paar Kurzzeitkennzeichen, öffnete das Faltdach und auf ging es in den Westerwald. Für den Käfer die erste Fahrt seit 12,5 Jahren und für mich ein Erlebnis der besonderen Art. Die Seilzugbremsen wollen zwar recht forsch getreten sein, tun aber durchaus ihren Dienst. Wobei man sich lustigerweise aussuchen kann, ob man mit der Fuß- oder mit der Handbremse bremst, weil beide mechanisch auf alle 4 Räder wirken. Es bleibt sich also gleich, welchen Hebel man betätigt. Weil es im Innenraum an nahezu jeglicher Verkleidung mangelt, dröhnt der Motor und jault das Getriebe, was aber nicht stört, sondern im Gegenteil eine eigentümlich archaisch-urige Stimmung erzeugt. Da der Wagen sehr leicht ist, zeigt sich der 30 PS Motor erstaunlich agil. Mindestens auf der Landstraße geht es recht forsch in die Kurven. Im Zusammenspiel mit dem spindeldürren Lenkrad, das jede Bewegung an der Vorderachse ungefiltert in die Arme überträgt, hat man den Eindruck, das hier ist Autofahren in seiner ursprünglichsten Form. Selten haben 105 Stundenkilometer so viel Spaß gemacht. Und plötzlich ist man geneigt, Ernst Seidel zuzustimmen. Mehr Auto braucht kein Mensch. Und solange die Sonne durch das offene Dach scheint, schon mal gar nicht. Es dauert nicht lange, da ist der Entschluss gefasst. Der Käfer wird nicht ausgeschlachtet, mag er auch noch so durchgerostet sein. Daheim bocke ich den Wagen auf und sehe mir die Rostschäden genauer an. Oh weia, das übersteigt meine Möglichkeiten bei weitem. Der Arme ist durch und durch marode, wie konnte es nur so weit kommen? Auch hier legt der Kraftfahrzeugbrief wieder beredtes Zeugnis ab. 1982 übernimmt Seidels Sohn Norbert den Käfer und lässt ihn auf sich zu. Allerdings nur im Winter. Sommers wird der Käfer stets abgemeldet, um Motorrad zu fahren, wie der Kraftfahrzeugbrief erzählt. Fatis Wagen muss also als so billiges wie zuverlässiges Winterauto seinen Weg durch Eis, Schnee und vor allem Streusalzsud bahnen. Das macht der treue Standard 6 Winter lang mit und im Dezember 87 macht dann der TÜV nicht mehr mit. Immerhin, Norbert Seidel übereignet den Käfer nicht dem nächsten Schrotthändler, sondern stellt ihn in der Garage ab, um ihn dann doch viele Jahre später für kleines Geld zu inserieren und an mich zu verkaufen. Ich mache mich ans Werk und beginne den Standard zu zerlegen. Die Inneneinrichtung wird behutsam ausgebaut, verpackt und eingelagert. Das Schiebedach wird demontiert, die Karosserie vom Fahrgestell getrennt. Nun tritt das ganze Ausmaß der Streusalzorgien zutage. Es sieht verheerend aus. Ein Segen, dass für den Käfer alle Blechteile problemlos und günstig lieferbar sind. Aber es wird sich ein paar Jahre hinziehen, bis die unteren 15 cm der Karosserie wiederhergestellt sind. Der Lackierer trägt außen neues Jupiter-Grau auf und das sieht so frisch glänzend tatsächlich ein bisschen wie schick aus. Die Mechanik bereitet deutlich weniger Kummer als die Karosserie. Der gute Pflegezustand erspart viel Arbeit, oft genügt der Austausch der üblichen Verschleißteile. Zum Schluss kommt mit großer Umsicht die Inneneinrichtung wieder hinein. Im Gegensatz zum äußeren Lack, der nicht mehr zu retten war, versuche ich bei den Sitzpolstern eine andere Herangehensweise. Der Plan ist, die Nähte der Sitzbezüge ganz vorsichtig aufzutrennen, die Bezüge abzuziehen, die verschlissene Innenpolsterung zu erneuern und die alten Bezüge wieder drüber zu nähen. Der nette Autosattler hält das für sehr gewagt, liefert aber trotzdem ein perfektes Ergebnis ab. Der Rest der Inneneinrichtung darf gänzlich in situ bleiben, auch der stark stockfleckige Innenhimmel des Faltdachs. Und so riecht es im Käfer immer noch nach altem Käfer statt nach Neuwagen. Der Standard atmet knapp 60 Jahre Autoleben. Er erzählt eine Geschichte. Das Internet ist manchmal eine tolle Sache. Einer Laune folgend gebe ich Ernst Seidel, Drogist Windeck Schladern in die Suchmaschine und bin doch sehr erstaunt, was ich da sehe. Der Ernie ist zwar schon länger tot, aber trotzdem noch eine lokale Berühmtheit. Wer hätte das gedacht? Schnell ist ein Kontakt nach Schladern hergestellt und so schließt sich auf unerwartete Weise ein
weiter kreist in den Schladern, wo sich noch so mancher an den Käfer des Drogisten erinnert, aber keiner damit gerechnet hätte, dass das Auto überlebt haben könnte. Da ist durchaus Interesse an einem Wiedersehen. Ich werde hinfahren. Es wird sicher spannend. Ich mag es, wenn Autos ihre Geschichte erzählen, aber mindestens so spannend ist es, wenn Menschen Geschichten erzählen. Ob Ernie wirklich so war, wie ich glaube, dass sein Auto es erzählt? Gespannt warte ich auf eine Geschichte. Es muss ja nicht gleich die eines Massenmörders sein. Herzlichen Dank, Florian Kalf, für diese schöne Geschichte. Die hat für mich den Ernst Seidel noch mal richtig lebendig werden lassen. Er war mein wichtigster Ansprechpartner in Schladern in meiner Jugendforschphase. Und durch ihn, durch dich und das Auto ist er noch mal wieder richtig lebendig geworden. Auch durch Norbert Seidel, der hier ist. Den Geruch, der ist mir eben total in den Sinn gekommen. An den kann ich mich gut erinnern. Ich glaube, das sind die Heizbirnen, wenn das bisschen... wenn es die Heizung mal tut. Ja. Wenn sie es tut. Sie tat auch oft im Sommer. Aber da war ja das Faltdach da, sodass man das wieder kompensieren konnte. Wer meinen Vater noch kennt, ich sehe den Wolfgang in Bredenbrock. Da durfte ich früher immer abwechselnd einmal beim Dieter Fuhlen oder beim Wolfgang Zigaretten holen, die es nicht im Zigarettenautomat gab. Diese ägyptischen, Nil, Mercedes und Finas. Finas, diese gelben. Die haben den Vorteil, man hat nie Fliegen in der Küche. Und die hat er auch geraucht beim Fahren. Ein Aschenbecher hat das Fahrzeug ja. So, und diese Mischung aus Heizbirne, so ein bisschen Benzingeruch und diesen ägyptischen Zigaretten, ich sag's euch, der brennt sich ein. Im Winter war es dann mit der 6-Volt-Batterie auch nicht ganz ungefährlich. Mein Schwiegervater ist so ein Mensch, der sehr auf Sicherheit achtet. Und dann kam ich dann das erste Mal nach Siegburg zu meiner neuen Freundin mit diesem Auto. Dann bekam ich erstmal neue Reifen verordnet, die Slicks mussten runter. Und dann durfte ich sie mitnehmen. Aber die Heizung war so schwach mit den 6 Volt. Und da war wieder das Fallschiebedach von Vorteil. Wir hatten ja Ausstattung vom Motorrad, Handschuhe, Motorradhandschuhe angezogen. Und dann hat sie gelenkt teilweise und ich habe dann mit dem Eiskratzer auf einer Geraden von außen, also keine freie Sicht wäre übertrieben, aber so einen Sichtschacht herstellen können. Ja, und da hatten wir manchmal ganz gute Schutzengel und sind ganz gut damit noch ein paar Runden gedreht. Was mir eben noch in den Sinn gekommen ist, ich habe mich unheimlich geschämt, weil das ja ein sehr altes Auto war. Und meine Mutter hat mich manchmal, im 4. Schuljahr war ich in Dattenfeld in der Grundschule und konnte halt da nicht zu Fuß hin und die hat mich manchmal an manchen Tagen dahin gefahren. 4. Schuljahr ist schon, da achtet man schon, ne, auf die Markenklamotten damals schon und auf die Autos, die die anderen Eltern so fahren. Und ich habe dann nur die Lösung gefunden, dass ich saß ja hinten, die Gurte hat er keinen, ich konnte dann relativ leicht, wenn sich die Schule näherte, auf Tauchstation gehen und habe mich dann immer flach gemacht und dann schnell raus aus der Kiste und habe auch gesagt, du kannst hier schon halten, ich gehe noch den nächsten Meter. Ja, so ist das, so ändert sich das Bild, ne? Und jetzt ist man froh und ja, eine sehr schöne Erinnerung, herzlichen Dank. Gerne. Das ist er. Der Ernst hat uns auch Gedichte geschrieben. Genau. Er war auch ein genialer Schreiber, das muss man auch so sagen. Der hätte sich sehr gefreut. Ja, vielleicht geht ihr mal zum Auto. Norbert, vielleicht darfst du mal sitzen. Ja, klar. Das ist ganz frisch, ne? Also ich mache jetzt keinen Mist mehr mit dem Auto. 89 stehen jetzt auf der Uhr, die können real sein. Das sind keine 100. Ja, er hat ja auch die erste Maschine. Das werden können auch 189 sein.
Wobei ich jetzt ist der originale Bezug. Ja, waren die von da? Da kommt schon Bezug. Aber das hier ist der originale Bezug. Und normalerweise überleben die keine 150.000 Kilometer. Ich habe ganz viel Tür. Also da, ja, da kommt man raus. Ja, er riecht noch. Er riecht noch genauso. Klar, Rausch, ne? Ja.